Ja, ich bin jetzt hier in der Werkstatt. Ich habe für unseren kleinen Dreier ein schönes 3-Speichen-Lederlenkrad besorgt, weil wir haben so ein 4-Speichen-Lederlenkrad. Ja, das ist ein Original 3-Speichen-Lenkrad von BMW. Das hat hier am Rand so ein paar Macken und Kratzer, also ganz normale Abnutzungsspuren. Da habe ich dann im Internet mal nachgeforscht. Da gibt es hier von so einer Firma ein Reparaturset oder Pflegeset. Und das wollte ich jetzt mal damit anwenden. Im Prinzip, wie es funktioniert, wird auf der Herstellerseite gesagt und gezeigt. Es gibt da auch schon genug Videos im Internet zu. Ich mache das halt mal und zeige euch später, wie das Ergebnis wird. Da das Lenkrad ausgebaut ist, kann ich es natürlich sehr schön bearbeiten. Der Airbag hier, den legen wir mal beiseite, vorsichtig. Da habe ich mir dann aus Schnelle aus ein paar Metallteilen eine Halterung gebaut. Das sind also richtig fette, stabile Winkel, die stehen. Da oben habe ich dann so einen Bolzen drauf gemacht. Dann kann ich das wunderschön da drin einhängen. Zack. Und kann das dann drehen beim Schleifen und eigentlich beim Tupfen nachher von dem Zeug. Und man kann es auch umdrehen, andersrum aufstecken. Geht auch. Einwandfrei. Naja, wie gesagt, wie es funktioniert, das könnt ihr euch in dem Video vom Hersteller ansehen. Ich wende das an und zeige euch später das Ergebnis. Also, es ist auch keine Werbung. Ich habe das Zeug selber bezahlt. Habe ich bei meinem Lieblingsversandhandel bestellt mit dem großen A am Anfang. Kostet um die 40 Euro, 42 Euro. Mal sehen, wie das Ergebnis wird. Ja, wichtig ist, dass man den Schleifring hier blockiert, dass der sich nicht verstellt. Eigentlich ist er ja arretiert auf der anderen Seite durch diese Klammer da. Aber wenn ich den hier aufstecke auf den Bolzen, dann wird der betätigt und der kann sich mitdrehen. Deswegen habe ich den mal festgeklebt, damit nichts passiert. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier so ein ausgelutschtes Stück 80er Schleifpapier genommen, habe erstmal die Stellen bearbeitet, die tatsächlich beschädigt waren. Es war auch tatsächlich so, dass nur an diesen beschädigten Stellen das leicht zu schleifen war. An allen anderen Stellen bin ich mit dem Papier drüber gegangen, da ist das Leder kaum angekratzt worden. Also ich denke mal, so Säure aus der Haut und ein paar Macken beschädigen das Lenkrad ganz einfach. Jetzt muss das ein Linkshänder gewesen sein, weil das ist hauptsächlich links und oben. Ne? So, jetzt habe ich das mal bearbeitet mit dem Schleifvlies, der dabei geliefert wird. Ist nicht schlecht. Es hilft viel, dass das Lenkrad ausgebaut ist, denke ich, weil ich habe auch viel gelesen oder ein paar gelesen, dass das nach 4 Wochen schon nicht mehr die Farbe wieder abgeht und so weiter. Aber man muss es halt intensiv bearbeiten. Das ist halt wie beim Autolackieren. Wenn du den Lack nicht anschleifst, den alten, dann hält der neue da nicht drauf. So, jetzt haben wir das mal ordentlich mit dem Schleifvlies bearbeitet. Dann werden wir das jetzt reinigen. Auch diese Stellen, wo ich vorher schon vorgearbeitet habe hier, die sind sehr schön glatt geworden. Die meisten Macken sind weg. Und dann fangen wir mal an mit dem Tupfen. Ich glaube, das wird schon ganz gut werden. Ja, schwarze Finger gibt es auch dabei, aber kein Problem. So, jetzt trocken geföhnt. Jetzt sieht man schön die hellen Stellen, wo die eigentlichen Beschädigungen waren, wo ich auch ein bisschen mehr geschliffen habe. Und jetzt geht es ans Tupfen. Ja, so wie ihr sehen könnt, habe ich mir mal so ein paar Handschuhe angezogen. Jetzt habe ich das zum ersten Mal bearbeitet, eine Schicht drauf. Sieht sehr gut aus. Bis jetzt gefällt es mir. Man kann auch klar noch erkennen, dort wo ich geschliffen habe und wo nicht. Aber das war jetzt das erste Mal. Na, vielleicht, wenn wir es beim zweiten Mal drauf machen. Wenn ich das jetzt nochmal, kann man das fokussieren? Ja, man sieht es noch deutlich, aber das war jetzt die erste. Hier, wenn ich schon gucke, das sieht schon ganz gut aus.
Da unten bis dahin bin ich gegangen. Das ist noch nicht bearbeitet. Bis zu dem Ring. Einmal rum. Alles bis jetzt okay. So, jetzt haben wir die zweite Schicht drauf. An den markanten Stellen. Man kann schon erkennen, das sieht nicht verkehrt aus. Wenn ich aber ins Licht gehe, man sieht immer noch hier, da wo geschliffen wurde, wo das Material ein bisschen rauer war gegenüber dem, was nicht so rau war. Aber ich denke mal, mit der dritten werde ich es hinbekommen und dann werde ich auch den Rest machen, weil hier ist noch gar nichts gemacht und die Rückseite habe ich auch noch nicht gemacht. So, fast fertig. Ich habe das jetzt mehrmals mit der Farbe bearbeitet. Zwischendurch einmal nochmal mit dem Vlies abgeschliffen an den Stellen, wo es extrem war. Ja, es fällt jetzt optisch gar nicht mehr so auf. Man fühlt es aber noch, dass es ein bisschen rauer ist an den Stellen, wie an den anderen, wo es nicht okay war. Also wo es okay war. Im Allgemeinen sieht es sehr gut aus, finde ich schon okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn die Versiegelung drauf kommt. Ob sich das dann nochmal bessert. Aber dafür muss man das erstmal 24 Stunden durchtrocknen lassen. Das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, wie das mit der Versiegelung ist. So, nachdem die Lederversiegelung aufgetragen ist, fühlt sich das sehr gut an, sieht gut aus und jetzt bauen wir das mal ein. Das sei gesagt, das ist jetzt eigentlich, muss man dafür geschultes Fachpersonal sein und deswegen lasse ich das am besten in der Werkstatt machen. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal die Batterie abgeklemmt, also nicht einfach daran rumfummeln, wenn man keine Ahnung hat. Ja, das ist das 4-Speichenlenkrad, was aktuell drin ist und wir tauschen das jetzt gegen das restaurierte 3-Speichenlenkrad aus. Ja, das Allerwichtigste dabei, Batterie abklemmen. Und dann muss man sich am besten selber erden, dass man keine statische Aufladung hat, um eventuell, dass ein Funke überspringt und den Airbag auslöst. Ist das jetzt falsch rum? Kann das auch nicht passen. Ja, das muss ich aufmachen, dann nützt alle nichts. Muss da unten wieder gescheit einhaken.
So, jetzt haben wir das sportliche Lenkrad drin, frisch restauriert. Jetzt macht das Autofahren wieder doppelt so viel Spaß. Das ist jetzt, wie gesagt, muss man dann geschult sein darauf, als das, was ich euch jetzt gezeigt habe. Nicht nachmachen zu Hause. Wenn da was passiert, ist Holland in Not.